Congratulations. Thank you again for the great honor to be doctorate here in a wonderful place here in California. First of all, I would like to give my best wishes and congratulations to all which get the degree. All of you beginning a new period in your life. I would like to sit now down with you again, starting from the beginning. I would say you have learned a lot, I'm sure, but you never will end to learn during your whole life. I want to thank you also that I'm allowed to give my address, this mic, in my own language, in German. Thank you for it. I learned that a lot of people in these 3 days to be here are speaking German, so I think it's not a problem. Ich habe meine Auffassung und meine Prinzipien zum Design in 6 Jahrzehnten ganz bewusst kaum geändert, weil ich sie nach wie vor richtig finde. Over the past 6 decades, I have barely changed my conception and principles of design, and quite consciously so, because I believe them to be right back then, and I believe them to be right now. Die Anforderungen an unsere Lebensumwelt sind nach wie vor elementarmenschlich, eben un. Aber mit dem Wandel der Gesellschaft und damit der Gestaltung ändert sich die Verantwortung der professionellen Designer. The requirements for our living environment are still essentially human, but as society changes, and therefore design changes, so do the responsibilities of the professional designer. Nun, der Begriff Design wird in meinen Augen heute weitgehend falsch genutzt. Er steht mir zu oft für bloßes Anderssein, Auffälligkeit jeden Preis. Now, in my view, the term design is frequently wrongly applied. It is used too often to mean mere otherness or conspicuousness at all costs. Das Wort Design wird immer mehr mit einer wachstumsorientierten Konsumgesellschaft in Verbindung gebracht. Und ich wünsche mir hingegen, dass der Designbegriff nicht zum Lifestyle-Begriff degradiert, sondern dass der Begriff Design für etwas steht, das den Menschen wirklich hilft, ihn in ihrer jeweils eigenen Welt zurechtzukommen und dabei auch miteinander zurechtzukommen. The word design is increasingly associated with a growth-oriented consumer society. Instead of being degraded to a lifestyle term, I wish for the term design to stand for something that really helps human beings to come to grips with our own world, to get along with each other and also to better our environment. Damit wird ein wesentlicher Beitrag zur Erhaltung dieser Welt geleistet. Ich habe festgestellt, dazu gehört auch die dringend notwendige Minimierung von physischer und visueller Verschmutzung. Gutes Design ist, habe ich in meinen 10 Thesen gesagt, gutes Design ist so wenig Design wie möglich. Weniger Design ist mehr. Zurück
zum Einfachen, zurück zum Pur. We want to contribute to the preservation of this planet. And in addition, there's a very urgent and a necessary need to minimize the physical and visual pollution. Good design is as little design as possible. As I said in my principles, less design is more. We want to go back to the pure and to the simple. And simplicity is the key to brilliance. Ist der Schlüssel zur Brillanz. Wie mein Credo weniger wird besser bereits die Frage stellt, brauchen wir eigentlich permanent Neues? Die Gestaltung unserer Umwelt steht angesichts der ökologischen und ökonomischen Herausforderungen nun vor einem fundamentalen Bedeutungswandel. As my credo, less but better implies, do we really always need new things? In the face of economical and ecological challenges, the design of our environment is now confronted with fundamental changes in meaning. Wir sollten bedenken, dass eine Gestaltung notwendig ist, die über oberflächliche Konsumkosmetik hinausdenkt und das jenseits einer ausschließlich verbrauchsorientierten Gesellschaft. We should consider that we need a design approach that thinks way beyond superficial and cosmetic consumption. And by that, I also mean going beyond an exclusively consumer-oriented society. Innovativ, brauchbar, ästhetisch, verständlich, unaufdringlich, ehrlich, langlebig, konsequent bis ins letzte Detail, umweltfreundlich und schließlich so wenig Design wie möglich waren und sind die 10 Thesen, die ich erstmals vor 30 Jahren aufgestellt habe. Gutes Design entsteht aber nicht allein durch die Erfüllung dieser Basisanforderungen. Innovative, useful, aesthetic, understandable, honest, unobtrusive, long-lasting, thorough down to the last detail, environmentally friendly, and finally, as little design as possible were and still are the 10 principles that I first drew up some 30 years ago. But good design does not only come from fulfilling these basic requirements alone. Zum guten Alltagsdesign sollte sich immer auch ein besonderes, für sich selbst sprechendes Design einstellen können. Und das kann nur gelingen, manchmal sehr selten gelingen, aber solche besonderen Dinge, besonderen Produkte sind notwendiger Ansporn und dazu Ermutigung für unsere gesamte Umweltgestaltung. Sie sind der Maßstab für das Zukünftige. Good everyday design should also always involve a special kind of design that appears to speak for itself. They are rare, but these very special products provide the necessary incentive and the encouragement for the design of the entire living environment. They are the benchmark for the future. In meinem Berufsleben hatte ich das Glück mit innovativen, sozial verantwortlichen und risikofreundlichen Unternehmerpersönlichkeiten zusammenzuarbeiten. During the course of my career, I was fortunate enough to be able to work together with innovative, socially responsible, and risk-friendly business personalities. Aber es waren nicht nur glückliche Umstände, sondern wir hatten die gleiche Vorstellung von dieser anderen Welt. Wir wollten Dinge herstellen, die nicht vordergründig auffällig sind, sondern durch ihren Gebrauch und durch ihre nachhaltige Ästhetik überzeugen. But it wasn't just a case of lucky circumstances. We also shared the same vision of another kind of world. We wanted to produce products that were not just aggressively conspicuous, but that were convincing through their use and through their sustainable aesthetic. Die Welt von morgen wird von den Designstudenten, von Ihnen, von heute entworfen. Und Ihnen fällt dabei, wie bei jeder Generation, eine große Verantwortung. Tomorrow's world will be designed by the design students of today, by you. And while this is a great opportunity, this is also a great challenge and a great responsibility. Jetzt
ebenso auch eine große Chance. And a great opportunity and chance for you. Mehr als 50 Jahre habe ich als Produktgestalter und Hochschullehrer diesen Prozess meiner Generation begleiten können. Auch wir haben damals eine andere Welt mit besserer Umgebung gewollt. Und Designer sollten immer den Ehrgeiz haben, die Welt ein wenig zu verbessern, denn sie wird nicht besser von selbst. For over 50 years, I've been able to accompany the process both as a product designer and as a university professor. Back then, we too wanted a different world and a better environment. Designers should always have the ambition to improve the world just a little. After all, it doesn't improve itself. Heute heißt die Herausforderung Schutz der natürlichen Umwelt und Überwindung eines gedankenlosen Konsums. Today's main challenges are the production of the natural environment and overcoming mindless consumption. Jetzt gibt es also neue, weitreichende Herausforderungen an die Gestalter von morgen. Denn es geht nicht mehr nur alleine um die Produkte selbst, sondern auch um neue Verhaltensstrukturen, wie mit kulturellen Werten und transkulturellen Beziehungen umzugehen ist. Das erfordert ein Designethos jenseits von Gleichgültigkeit und Beliebigkeit. And there are new, further-reaching challenges coming for the designers of tomorrow. It is no longer enough to think of products alone. Designers also need to consider new behavior patterns and how to deal with cultural values and transcultural relationships. That requires a design ethic that goes way beyond complacency and arbitrariness. Lassen Sie mich Ihnen 5 Dimensionen aufzeigen, die nach meiner Auffassung wesentlich für die Gestaltung sind. Erstens die funktionale Dimension, oder gibt es eine Alternative zur Brauchbarkeit? I would like to identify 5 dimensions that are essential to design from my point of view. Number 1 is the functional dimension, or is there an alternative to utility? Die Konzentration auf die Funktion und den Gebrauch eines Produkts, im weitesten Sinne des Wortes, hat meine Arbeit von Anfang an geprägt. Concentrating on function, on product utility, in the broadest sense of the word, has influenced my work from the very beginning. Zwar hat sich in den vergangenen Jahren ein ganzer Berg konkreter Designerfahrungen angesammelt, zwar haben sich Technologien neu entwickelt, die den Designer unterstützen, und zwar haben Designer zunehmend mehr gelernt, die neuen konstruktiven und produktionstechnischen Möglichkeiten zu nutzen oder auch die vielen Möglichkeiten, die neue Materialien bieten. It is true that we have amassed a great deal of precise design experience over the past years, and that completely new technologies have developed to facilitate the designer's work. Designers have increasingly learned to use the potential of these new technologies and production techniques, as well as the possibilities that the new materials have to offer. Dennoch haben wir selten wirklich perfekte Lösungen. Je mehr wir uns in die Probleme hineinknien, umso besser verstehen wir auch nicht, wie viel noch zu tun bleibt. Nonetheless, we rarely achieve perfect solutions. The more we dedicate ourselves to the problem, the more we realize how much still needs to be done. Dabei hat sich für mich der Bereich, den der Begriff Funktion umschreibt, immer mehr erweitert. Wir haben gelernt, wie komplex und vielfältig die Funktionen eines Produktes sind. Wir wissen heute sehr gut, dass das, was wir machen, auch eine psychologische, ökologische oder eine soziale Brauchbarkeit haben muss. At the same time as I see it, the area that is described by the term function keeps growing and growing. We have learned how complex and manifold the functions of a product can be. Today we are acutely aware that what we create must also have psychological, ecological, and social benefits.
Das Funktionale hat also sicherlich viele Seiten, aber eine Alternative hat es in meinen Augen nicht. Most certainly, functionality is a multifaceted area, but in my eyes, there is no alternative. Zweitens die kommunikative Dimension oder was soll Design zu verstehen geben. Number two, the communicative dimension. What should design communicate? Jeder Designprozess ist immer zugleich auch Kommunikation. Er übermittelt Informationen aller Art. Und dabei ist es im Laufe der Jahre für geschickte Informationen aller Art über den Verwendungszweck eines Produktes, seine Grundkonstruktion, seine Bedienung, seine Leistung und seinen Wert. Every design process is also about communication. It conveys all kinds of information on the purpose of a product, on its basic structure, on how to use it, what can it do, and what is it worth. Dass diese Informationen möglichst genau und leicht verständlich sind, ist im Grunde auch eine Seite der Funktionalität eines Produkts. Je besser ich es verstehe, umso besser kann ich es gebrauchen. Making the information as accurate and understandable is also an aspect of the functionality of a product. After all, the better I understand it, the better I can use it. Die Aufgabe, verständliche Produkte zu gestalten, ist entschieden dringlicher und schwieriger geworden. Es werden immer mehr Produkte mit neuartiger Technik und neuartigen Funktionen entwickelt. Das einzelne Produkt soll immer mehr können und unterschiedliche Funktionen erfüllen. Und dabei hat sich für mich der Bereich, den der Begriff Funktion umschreibt, immer mehr erweitert. The challenge of designing understandable products has become much more urgent and more difficult. More and more products are being developed with an innovative technology and with innovative functions. Individual products are required to be able to do more and more, to perform more and more functions, by that increasing and growing the area of function in itself. Nun ist es im Laufe der Jahre für geschickte Designer leichter geworden, mit Design eher Illusionen zu wecken. Vor allem ist es scheinbar erfolgversprechender. Over the years, it's become easier for clever designers to create illusions with design. And these illusions appear to promise even greater success. Allerdings dürfen die Möglichkeiten der Manipulation durch Design nicht ausgenutzt werden. Warum? Weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass bewusste Täuschung der Käufer auf lange Sicht im Interesse eines Unternehmens sein kann, geschweige denn im Interesse der Gesellschaft. We must not allow ourselves to exploit the manipulative potential of design. Why? Because I can't imagine that in the long-term interest of a company, it would want to deliberately mislead its customers. And certainly that should not apply to society as a whole. Drittens, mein dritter Punkt, die ästhetische Dimension oder mit wie viel Chaos können wir leben. Third is the aesthetic dimension. How much chaos can we live with? Meine Vorstellung einer ästhetisch gestalteten Umwelt ist nach wie vor, dass man sie zurückhaltender, aufgeräumter, weniger dominant wahrnehmen kann. My idea of an aesthetically designed environment is still, and has always been, one that's so restrained and unobtrusive that one hardly notices it. Trotzdem sollte sie so ansprechend sein, dass man gerne damit umgeht, zum Gebrauch eingeladen wird und sich gleichsam damit anfreunden kann. In einer Weise zeitgemäß sein, die nichts mit kurzlebiger Mode zu tun hat und ebenso wenig eine Flucht aus der Gegenwart in historische Stilformen. But it should also be so appealing that one enjoys being part of it, that you're glad to have the chance to use it and have a sense of being part of it. It should be contemporary in a way that has nothing to do with ephemeral fashion or any kind of flight from the present into something historical. Produktionen diese ästhetische Qualität zu geben, war und ist keineswegs einfach.
Es muss immer wieder deutlich gemacht werden, dass unauffälliges, neutrales, unambitioniertes Design kein Selbstzweck ist und kein Mangel. Imbuing products with these aesthetic qualities has never been easy, and it must always be emphasized that unobtrusive, restrained, matter-of-fact design is not an end in itself, nor is it a deficiency. Ich meine, dass ästhetische Qualität in diesem Sinne immer wichtiger wird, weil sie die Anmutung, die Atmosphäre einer Lebensumgebung nachhaltig bestimmt. To my mind, aesthetic quality, in this sense, is becoming increasingly important, since it has a lasting influence on the mood and on the atmosphere of one's surroundings. Unsere Umgebung hat leider einen Massenangebotscharakter bekommen, der kaum noch in seiner Vielfältigkeit anregend ist, sondern chaotisch, strapaziös und leer. We are surrounded by a seemingly unlimited supply of products that's not exhilarating in its diversity, but chaotic, exhausting, and even paralyzing in its excess. Deshalb ich sehe es als eine der wichtigsten, vielleicht sogar die Gesellschaft wichtigste Aufgabe des Designs dabei, mitzuhelfen, das Chaos zu dichten, in dem wir heute zu leben gezwungen sind. That's why I see it as an important task, maybe as the most important task facing design today, is to help reduce the chaotic clutter that we are forced to live in today. Das führt mich zu meinem letzten Punkt, die zeitliche Dimension oder wie viel Verschwendung können wir uns leisten. That leads me to my last point, the temporal dimension, or how much waste can we afford? Es gibt das böse Wort von der geplanten Veralterung, der Einführung neuer Produkte mit dem einzigen Zweck, die bisherigen Produkte zu entwerten und die Verbraucher zum neuzeitigen Neukauf, zum vorzeitigen Neukauf zu bewegen. There's this unpleasant expression of built-in obsolescence. It's introducing new products with the sole intention of devaluing existing ones and persuading consumers to replace them before their time. Geplante Verschwendung ist Verschwendung von Geld, Material, Energie, Zeit, Aufmerksamkeit. Die Entwicklung von Unnötigem ist oft einfacher und schneller realisierbar als die Entwicklung nötiger Produktion. Denn mit Hilfe des Designs lässt sich ein